Julia hat ihre Entscheidung getroffen. Und wenn du sie wirklich liebst, dann musst du das auch respektieren. Ja, das will ich auch. Es ist nur so verdammt schwer. Und jetzt soll ich auch noch neben ihr stehen, wenn sie Tim ihr Ja-Wort gibt. Du krallst dir Ginas Kette, ohne dass sie es merkt, und schiebst Gina dann hinterher eine von den Neuen unter. Aber ich kann Gina doch nicht beklauen. Ja, wie wär's, wenn Nicole Julias Trauzeugin wird? Hm? Ja, dann könnte ich dein Trauzeuge sein. Ich weiß nicht. Wieso? Ich finde den Vorschlag super. Ich dachte, du wolltest unbedingt Jan als Trauzeugen. Ja, aber Nicole ist meine beste Freundin und damit habe ich beide dabei. Damit du dich nicht entscheiden musst, nehme ich Jan als Trauzeugen. Hm? Hey, es ist ja schon okay. Wenn du keinen Bock hast, vergiss es. Das wäre auch nur ein Vorschlag. Also, wenn das alles so ein Riesenproblem gibt, ich muss nicht unbedingt Trauzeuge. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, dass ich es nicht will. Das musstest du auch nicht. Das mag man auch so. Jan. Also, könntest du dir Jan als deinen Trauzeugen vorstellen? Ich denk drüber nach, okay? Okay. Und? Was hast du heute vor? Ich wollte eigentlich erstmal schön ausschlafen. Aber leider musste sich mein Ehemann ja mitten in der Nacht wecken lassen. Oh, tut mir leid, aber ich habe nachher einen wichtigen Termin. Da komme ich nicht gerne auf den letzten Drücker. Hättest du nicht auf den Nachmittag legen können? Wieso? Ich würde gern morgens mal wieder ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. Ah ja? Es gab Zeiten, da gefiel dir das auch ganz gut. Kann ich mich nicht daran erinnern. Da muss ich wohl dem Erinnerungsvermögen ein bisschen auf die Sprünge helfen. So? Und wie? So zum Beispiel. Buenos dias, Guapa. Na, ihr zwei? Ausgeschlafen? Naja, ehrlich gesagt nicht so ganz. Deshalb brauchen wir jetzt auch erstmal einen super starken Kaffee. Okay. Aber beschwert euch nicht, wenn ihr heute Abend immer noch senkrecht steht. Gibt Schlimmeres. Ah, das tut gut. Eine Mütze Schlaf könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Wie war's denn? Der absolute Wahnsinn. Die ganze Stadt tobt im 220er-Beat. Techno pur. Rund um die Uhr. Und sonst? Hotel war okay. Ich meine Berlin. Berlin? Waren wir in Berlin? Also, wenn wir nicht gerade abgetanzt haben, dann haben wir... naja, wir haben das Hotelzimmer abgewohnt. War schließlich teuer genug. Verstehe. Und wann bist du wieder fähig, hier deinen Dienst zu schieben? Ja, wann immer du willst. Wie wär's mit heute Abend? Heute schon. Ja, ich habe ein hartes Wochenende hinter mir. Ich auch. Na komm, willst du jetzt Geld verdienen oder nicht? Ja, schon. Okay. Ich leg mich für ein paar Stunden hin und komme heute Abend wieder. Das höre ich doch gern. Ich auch. Ich frage mich, warum sich Tim so anstellt. Wenn du sein Trauzeuge bist, hat Julia 2 und er keinen. Wie darf ich das denn verstehen? Wir kennen uns immer schon seit einer Ewigkeit. Und wir haben uns immer gut verstanden. Bis er Julia kennenlernte. Ach was? Er will mich nicht, weil ich mich auf der Verlobungsfeier ziemlich daneben benommen habe. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er so negativ reagiert, weil du ihm das Leben bisher nicht besonders einfach gemacht hast. Hat dir das Julia erzählt?
braucht mir nichts zu erzählen. Ich kenne dich gut genug. Und ich weiß auch, dass du für Julias Freunde keine ausgesprochene Sympathie empfindest. Ja, es ist wirklich nicht gerade leicht für mich, denn im Grunde habe ich Tim ganz gern. Wenn da seine Liebe für Julia nicht wäre. Das spürt er doch auch. Kann schon sein. Es ist so. Und jetzt? Kannst du nur noch abwarten, wie Tim sich entscheidet. Weißt du, am liebsten würde ich diese ganze Veranstaltung absagen. Ja, das kannst du Julia doch nicht antun. Wieso? Was tue ich ihr denn an? Ich erspare eine Menge Ärger. Und ihm? Ihm ist es egal. Damit würdest du Julia aber sehr verletzen. Ach, das glaube ich nicht. Das wird der glücklichste Tag in ihrem Leben. Schließlich heiratet sie ihren Traummann. Damit musst du dich leider abfinden. Er hat sich entschuldigt. Er hat sich als Trauzeuge angeboten. Was willst du denn noch mehr? Er soll mich in Ruhe lassen. Er hat mir genug Stress gemacht die letzte Zeit. Und jetzt kommt er auf einmal an und... Wie lange willst du ihm sein Verhalten denn vorwerfen? Er hat doch gesagt, dass es ihm leid tut. Ja, ist ja auch okay, aber... Ich muss ihn wirklich nicht direkt neben mir stehen haben, wenn ich den wichtigsten Schritt meines Lebens mache. Warum? Wäre doch vielleicht ein Anfang. Ein Anfang? Wovon? Von einer wundervollen Freundschaft? Ja, ist doch nicht so schlecht. Das kann nicht funktionieren. Nicht nachdem ich weiß, was er für dich empfindet. Oh Gott, was auch immer da mal war. War? Wie auch immer. Jan ist mein Bruder. Dann soll er sich auch so verhalten. Und er wird immer eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Und wenn du mit mir glücklich sein willst, dann wirst du dich mit ihm arrangieren müssen. Wenn er mich als deinen Mann akzeptiert, dann werden wir auch keine Schwierigkeiten haben. Und hast du es bereut, dass du noch hier geblieben bist? Nein. Aber ich werde es bald bereuen, wenn ich jetzt nicht sofort aufstehe. Du willst wirklich schon los? Ich muss. Kann man das nicht irgendwie verschieben? Nein. Dann fahre ich eben mit und wir gehen nachher noch ein bisschen bummeln. Ich weiß nicht, wie lange die Besprechung dauert. Ich kann warten. Oh, du, das macht mich nervös. Dann verabreden wir uns eben für abends. Im Victorian zum Beispiel. Ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Besprechung dauert. Außerdem muss ich dich ja wohl nicht den ganzen Tag unterhalten. Und wenn du so in Friedenau hängst, wirst du dich ja wohl eine Weile alleine beschäftigen können. Ungern. Vielleicht findest du ja noch ein Wasserrohr, das du kaputt schlagen kannst. Glaubst du etwa immer noch, ich habe was damit zu tun? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Ben, ich würde nie... Du würdest alles tun, um das zu bekommen, was du dir in deinen Kopf gesetzt hast. Auch um den Verkauf von Friedenau zu verhindern. Du, es war echt total super, der absolute Wahnsinn. Die hatten so einen DJ aus London eingeladen, der hat Bhangra aufgelegt. Bhangra, was ist das denn? Das ist eine Mischung aus Jungle und indischer traditioneller Musik. Und dann waren da noch super Toaster. Toaster? Seit wann interessierst du dich für Haushaltsgeräte? Oh, das sind keine Haushaltsgeräte. Das sind Rastaman. Die rappen auf Hip-Hop und Reggae. Ein bisschen Ding. Das war total gut. Und da ging wirklich die Post ab. Wohl nicht nur da. Nein. Mit Ramon war es auch wunderschön. Fast wie am Anfang. Er war wirklich die ganze Zeit wie ausgewechselt. Na, dann hat sich die Investition ja wohl gelohnt. Sag mal, meine Kette hast du nicht zufällig gefunden? Was für eine Kette? Ach, die von seiner Mutter. Nee, leider nicht. Naja, wäre ja zu schön gewesen. Das ist mir wirklich peinlich. Da schenkt er mir einmal was richtig Schönes. Ach, die taucht schon wieder auf. Wie denn? Ich habe doch überall gesucht. Wenn Ramon hier wieder arbeitet, kann er dir doch eine neue schenken. Es geht mir nicht um irgendeine Kette. Ich hänge an dieser. Ach. Ja, Hi, Arno. Ramon. Na, wie geht's? Alles überstanden? Klar. Ja, wie war's? Super. Hat sich echt total gelohnt. Gut. Für dich wäre es natürlich zu laut gewesen. Naja, für alte Knacker wie mich wird sowas ja auch nicht veranstaltet. Alte Knacker wie du gehen ja auch zu den Stones oder zu Tina Turner.
Das sind schließlich eure Altersgenossen. Und bei denen ging es auch ganz schön laut zur Sache. Mhm. Die waren aber auch leise gut. Paket für dich gekommen. Ach ja? Ja, mit Kurier. Hier. Danke. Ja, dann will ich dich mal nicht länger stören. Hey, 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 du bist gerade eine Minute hier. Ich dachte, du erzählst mir was über Berlin. Heute Abend. Du hast sicher noch viel zu tun, ne? Aha, und du siehst aus wie einer, der dringend wissen will, was in diesem Paket ist. Klar, ist ja auch von meiner Mama. Seh dich dann heute Abend. Bis dann. Und schönen Tag noch, ne? Na, wünsche ich dir auch, mein Junge. Ach, hallo. Ach, Sie wollen auch ausreiten? Ja. Kathi hat das Gleiche vor. Sie verbringt den Rest ihrer Ferien auf Friedenau. Schön. Tja, dann könnt ihr euch ja zusammentun. Und du hast ein wenig Gesellschaft, bis ich zurück bin. Ich muss jetzt dringend los. Viel Spaß, Kathi. Tschüss. Danke. Wie gesagt, sie hat Ferien und da ist sie hier natürlich besser aufgehoben als in der Stadt. Ja. Schön, ich will Wenn Sie wollen, dann können wir wirklich zusammen ausreiten. Ja, natürlich. Es ist nur, ich reite schon seit Jahren. Sie wäre Ihnen sicher nur ein Klotz am Bein. Ein andermal vielleicht. Aber ich reite doch auch schon seit Jahren. Kathi. Was? Ist doch wahr. Tanja will sicher alleine ausreiten. Nein, ich kümmere mich gern um Kathi. Super. Also dann. Toll, also von mir aus können wir los. Gut, dann lass uns mal. Wiedersehen. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Also Tim, ich will wirklich nicht drängeln, aber wann glaubst du denn, dass du dich entschieden hast? Wegen Jan? Mhm. Ich weiß nicht. Und wovon machst du deine Entscheidung abhängig? Also, mal ganz abgesehen von meiner persönlichen Meinung über Jan. Ich will an dem Tag einfach kein Risiko eingehen. Du denkst, dass er sich wieder betrinkt? Das glaube ich nicht. Es war ein Fehler und er hat ihn eingesehen. Du glaubst. Und wer garantiert mir, dass er sich nicht wieder vorlaufen lässt und unsere Gäste beleidigt? Garantieren? Das kann ich dir natürlich nicht garantieren. Aber Jan ist doch kein Prolet und auch kein Alkoholiker. Kam mir aber so vor. Es war eine Ausnahmesituation. Wenn unsere Verlobungsfeier schon eine Ausnahmesituation war, dann will ich gar nicht wissen, was er bei unserer Hochzeit alles abzieht. Das glaube ich nicht. Was macht dich da so sicher? Ich kenne ihn. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, hoffentlich. Bestimmt. Bitte, überlegst dir noch mal, hm? Wenn dir so viel dran liegt. Ja, es wäre wirklich schön, wenn du ihn als Trauzeugen nehmen würdest. Mal sehen. Mehr wollte ich gar nicht hören. Glaube ich dir nicht. Kümmern Sie sich um die beiden. Wir sind für heute fertig. Muss toll sein, wenn man immer Leute um sich herum hat, die einem alles abnehmen. Das gehört halt dazu. Ich meine, Sie müssen ja sicherlich keinen Schlag selber machen, oder? Es wäre noch schöner. Tja, so ein Leben ist schon nicht übel. Ich habe ja auch mal hier gewohnt. So? Ja, meine Freunde waren immer blass vor Neid, wenn ich sie hierhin eingeladen habe. Ich habe dann immer voll die Show abgezogen. Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe immer super Partys hier gefeiert. Das Hausmädchen hat alles vorbereitet und uns von vorne bis hinten bedient. So. Naja, nur Christoph war nicht ganz so begeistert. Ach ja? Der hat sein Wohnzimmer hinterher kaum wiedererkannt. Naja, du könntest ja mal wieder eine Party schmeißen. Ach, das würde ich liebend gerne. Nur Barbara würde das nie zulassen. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Christoph hin ist?
Hat deine Mutter dir nichts gesagt? Kein Stück. Naja, so interessant ist es ja auch nicht. Nee. Aber Sie müssen ja ein wahnsinnig interessantes Leben führen. Ich meine, Sie kennen doch bestimmt total viele interessante Leute. Allein schon durch Ihren Mann. So viel ich weiß, kennt ihr sogar Whitney Houston. Woher weißt du das denn? Ich habe das in irgendeiner Zeitschrift gesehen. Da war Ihr Mann abgebildet. Bei den Grammy Awards. Mit Whitney Houston. Ja, Whitney. Die kennen Sie auch? Ja, klar. Meinem Mann gehören die Clubs, in denen diese Leute verkehren. Stark. Ja, es ist ganz nett, aber auf Dauer wird's ein bisschen langweilig. Echt? Du, auf Dauer wird alles normal. Das ist nur eine Frage der Zeit. Hi. Und, wie war's bei dir? Nett. Und bei dir? Ich habe Sophie noch mal gefragt, ob sie meine Kette gefunden hat. Und? Fehlanzeige. Schade. Was machst du denn da? Ich suche einfach noch mal. Irgendwo muss sie ja geblieben sein. Aber du kannst sie doch auch auf der Straße verloren haben oder in der U-Bahn. Da ist sie nun bestimmt nicht. Du weißt, sie kann ja irgendwie zwischen deine Sachen gerutscht sein. Da habe ich überall schon nachgeguckt. Guck lieber noch mal hinterm Bett. Okay. Was ist? Warum guckst du denn nicht hinterm Bett? Habe ich doch neulich schon geguckt. Ich schätze, sie ist einfach weg. Nur wart mal ab. Sie wird schon noch irgendwo auftauchen. Glaube ich nicht. Dann besorge ich dir eine neue. Hm? Ach, oh Mann, das ist furchtbar lieb von dir. Aber es ist kein Ersatz. Ich kann mich tot ärgern, dass ich sie verschlammt habe. Wieso sind Sie ja nicht an der Côte d'Azur geblieben? Ist doch bestimmt viel schöner als in Deutschland. Ja, das Wetter ist schon besser, aber Friedenau ist der Stammsitz unserer Familie. Hier gehören wir halt hin. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Dann scheinen Sie Ihre Rolle als Gräfin wohl sehr ernst zu nehmen. Naja, wenn man so einen alten Namen trägt, dann ist das eine Verpflichtung. Ihr Mann scheint es aber nicht so zu sehen. Wieso? Naja, wenn er Friedenau verkaufen will. Nun, das ist ziemlich kompliziert. Das kann man nicht so leicht erklären. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber erzählen Sie mir doch lieber noch ein paar Geschichten von Ihren Promi-Freunden. Wen kennen Sie denn so alles in Deutschland? Nun, die vielen Namen kann ich nun wirklich nicht alle aufzählen. So viele? Ja, bei unseren Einladungen ist halt nur die Crème de la Crème eingeladen. Wirtschaftsbosse, hohe Politiker, Publizisten, Ärzte. Und Musiker doch bestimmt auch. Natürlich. Und Schauspieler? Schauspieler auch. So, und jetzt muss ich wirklich rein. Schon? Schon ist gut. Wir haben den halben Tag zusammen verbracht und ich habe keine Ferien. Also man sieht sich. Ja, hoffentlich. Und sie hat nichts davon gemerkt? Nee, aber Gina vermisst die Kette natürlich. Ich hätte sie ja nicht verkaufen dürfen. Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen. Gina kriegt die Kette doch wieder. Aber wie? Na, du jubelst sie jetzt einfach irgendwie unter. Irgendwie logisch. Ach, das wird schon hinhauen. Wenn die neue Kette genauso aussieht wie die alte, dann kann sie überhaupt nichts merken. Zeig mir doch mal eine. Hier. Hey, wow, die sieht ja echt genauso aus. Gina merkt nie einen Unterschied. Gina, Baby! Das ist ja mal wieder typisch. Mein Freund an der Theke mit einer anderen Frau. Na, hör mal. Wenn du mich so lange alleine lässt, dann bleibt mir doch gar nichts anderes übrig. Dann war es ja höchste Zeit, dass ich gekommen bin. Tanja ist echt klasse. Ja? Ja, und was für Storys die drauf hat. Ich würde jetzt zu gern noch einer ihrer Geschichten hören. Sag mal, wusstest du, dass Ben Whitney Houston kennt? Hat sie das erzählt? Ja, und sie selbst kennt auch total viele Leute. An der Côte d'Azur und hier in Düsseldorf. So?
Wen denn? Na, all die wichtigen Leute. Aha. Was ist? Glaubst du mir etwa nicht? Doch, dir glaube ich schon, aber Tanja nicht. Sie nimmt es mit der Wahrheit nicht sehr genau. Ja, weil sie kann sich das doch nicht alles einfach nur so ausgedacht haben. Die hat sich schon ganz andere Sachen ausgedacht. Ach, Mama, warum musst du denn immer alles mies machen? Ich muss gar nichts mies machen. Ich lasse mich nur nicht von Leuten beeindrucken, die sich mit irgendwelchen berühmten Namen umgeben. Wer das nötig hat, der ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn sie Whitney Houston doch wirklich kennt. Dann ist sie noch lange kein besserer Mensch. Und? Wie läuft's so mit dir und Sebastian? Danke. Mal so, mal so. Also nicht so gut. Aber dafür gefällt es mir in Freiburg total gut. Ich bin von da aus in 0, nichts bei meiner Mutter. Hm. Siehst du sie jetzt öfter? Klar, fast jede Woche. Hi. Hi, Tim. Guten Appetit. Danke. Ja, also eigentlich wollte ich mit euch noch mal über die Hochzeit reden und so. Aber wenn ihr erst mal essen wollt. Nee, schon okay. Ja, also ich wollte euch eben sagen, dass ich mich jetzt entschieden habe. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du mein Trauzeuge wirst. Also wenn das Angebot noch steht. Klar. Ja, okay, dann. Hey, ist ja super. Dann bin ich ja doch noch im Rennen. Ja, sieht ganz so aus. Sehr gute Entscheidung. Na? Mit uns als Trauzeugen musste ihr doch halten, oder? Hm? Kannst du dich eigentlich noch an meine Kette erinnern? Du meinst dieses schwarze Ding? Mhm. Weißt du vielleicht zufällig, wann du sie das letzte Mal an mir gesehen hast? Keine Ahnung. Wenn ich nur wüsste, wann ich sie das letzte Mal anhatte. Ich weiß nur, dass ich sie noch hatte, als diese verrückte Frau sie mir abkaufen wollte. Aber da kann ich mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Na, alles klar bei euch? Nee. Wieso? Was ist? Ach, ich überlege immer noch, wann und wo ich meine Kette verloren haben könnte. Das gibt's doch gar nicht. Da. Sie hat meine Kette an.